Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mazda News. In diesem Video dreht sich alles um den funkelnagelneuen Mazda 6e. Das ist unser neuestes Elektrofahrzeug, was in den Startlöchern steckt. Und ich versorge euch hier in diesem Video natürlich wieder mit allen Details und Informationen, die ihr so braucht, wenn ihr euch für so ein Auto interessiert. Das heißt, wir schauen uns nicht nur die Bilder an, sondern natürlich auch technische Daten wie Ladeleistung, Batteriekapazität, aber natürlich auch Preise, Ausstattungslinien und noch vieles mehr, sage ich euch. Und wenn euch das interessiert, bleibt auf jeden Fall dran. Gleich nach dem Intro legen wir los. Ja, wie gerade schon angekündigt, steht heute also der neue Mazda 6e auf dem Programm. Und wenn ich jetzt einige Zuschauer von euch erwischt habe, die schon länger bei uns Videos schauen, gibt es vielleicht welche, die sich bei dir im Anblick dieses Fotos denken, das kenne ich doch irgendwo. Habe ich das nicht schon mal irgendwo gesehen? Ganz genau. Wir hatten euch vor einiger Zeit schon mal ein Video vorgestellt von einem Mazda EZ6. Das war ein Modell, was also nur für den chinesischen Markt gedacht war. Und wir hatten damals schon die Vermutung, dass so ein Auto doch auch nach Deutschland kommen könnte und haben euch ein paar Details vorgestellt. War natürlich alles unter Vorbehalt. Es wurde immer wieder verneint, dass das nach Europa kommt. Nun ist es aber soweit. Gott sei Dank kommt dieses Auto nach Europa. Es ist wirklich ein wunderschönes Fahrzeug mit tollen technischen Daten. Und von daher hat man jetzt hier in Deutschland dieses Auto Mazda 6e genannt, weil wir natürlich hier auch schon eine gewisse Historie mit dem Mazda 6 haben. Ja, und ihr seht jetzt hier schon mal das allererste Foto. Und Mazda 6 ist ja unsere Limousine, gab es auch als Kombi. Dieses Fahrzeug selber wird es allerdings nur in dieser Coupé-artigen Silhouette geben. Wir sagen also Limousine dazu, aber es gibt noch ein paar Überraschungen, die man auch hier entdecken kann, und deswegen schauen wir gleich mal ein Stückchen weiter. Wir sehen hier übrigens mal die typische Mazda-Farbe, Mazda Soul Red Crystal. Früher hieß es Magma Rot, also ein traumhaft schöner Rotton, der auch sehr beliebt bei euch ist. Hier seht ihr jetzt auch einen relativ neuen Farbton, den es allerdings auch schon bei einigen SUVs gab. Die Farbe heißt Melting Copper, ebenfalls sehr elegant und sehr beliebt bei euch. Schaut auch richtig klasse auf so einem eleganten und sportlichen Fahrzeug aus. Hier seht ihr jetzt mal die erste kleine Überraschung von hinten sehr gut zu erkennen. Absichtlich wurde jetzt hier schon mal die Heckklappe ein bisschen geöffnet. Und wenn man ganz genau hinschaut, seht ihr, dass da auch die Heckscheibe komplett mit aufgeht. Das ist etwas, was es schon sehr lange bei Mazda nicht mehr gab. Früher tatsächlich, das war so, glaube ich, bis 2009, wenn ich es richtig im Kopf habe. Da gab es also auch Fließheckfahrzeuge, die waren tatsächlich auch sehr beliebt bei euch, weil man dadurch den Kofferraum sehr bequem einladen konnte. Und endlich kommt das wieder mal bei Mazda jetzt zum Tragen. Wir schauen nun mal einen Blick rein und ich war wirklich total, wie soll ich sagen, geflasht, als ich das erste Mal gesehen habe. Ich sagte, Wahnsinn, was die jetzt für einen Schritt gemacht haben. Schaut euch allein schon mal dieses Display an. Da hat man sich jetzt natürlich auch an den ganz top aktuellen Elektrofahrzeugen orientiert. Es ist natürlich auch touchfähig, das haben sich sehr viele von euch gewünscht. Aber es gibt auf diesem Bild noch so viel zu entdecken, wenn man ein bisschen genauer hinguckt. Es fängt für mich schon damit an, dass man sich einfach mal so ein bisschen die Materialien und das Design anschaut. Das ist alles sehr clean, sehr aufgeräumt, was ich sehr angenehm finde. Das ist jetzt noch nicht alles irgendwie überfrachtet mit irgendwelchen Aktionsknöpfen oder sonst irgendwas in der Art. Ihr seht hier schon mal das Material an der Seite, ist alles sehr farblich sehr schön aufeinander abgestimmt. Es scheint also hier so zu sein, dass wir hier eine sehr weiche Stoffe auch haben. Das Lenkrad unten abgeflacht, zweifarbig, schaut auch richtig edel aus, finde ich persönlich. Dann sieht man hier auch eine Ambientebeleuchtung, die man tatsächlich auch in der Farbe einstellen kann. Also es sind ganz viele Details eingeflossen, die ich immer wieder auch unter YouTube-Kommentaren lesen durfte. Mensch, das wäre doch toll, wenn das oder das und das funktionieren würde. Und ich kann euch jetzt schon versprechen, das meiste davon wird in diesem Auto nun integriert sein. Wir werfen auch nochmal einen Blick nach hinten und nach oben. Vielleicht erstmal nach oben. Ihr seht da oben also ein Panoramadach. Das gibt es in zwei Ausführungen. Sage ich gleich noch was. Hier ist es also mit einer Sonnenabdeckung in der Mitte. Dann gibt es aber auch nochmal als komplette Glasfläche. Wir sehen hinten einen sehr großen Bereich, wo man sich wirklich bequem reinlümmeln kann mit einer super großen Beinfläche. Also mit viel Platz auf jeden Fall. Und auch da in der Mitte könnt ihr es auch entdecken, haben wir hier auch nochmal eine dritte Klimazone. Aber wie gesagt, im Detail schauen wir uns das nochmal näher an. Das war es jetzt erstmal für die ersten Eindrücke und jetzt schauen wir uns natürlich auch so ein bisschen an, wie es eigentlich zu diesem wunderschönen Auto kam. Hier sieht man mal so eine Konzeptstudie und wie weit diese Konzeptstudie dann tatsächlich schon war und auch mit dem Original dann übereinstimmt. Und man sieht hier, wir haben dieses typische Mazda Kodo-Design einfach nochmal weiterentwickelt. Mazda sagt selber, das ist das Designkonzept authentisch modern. Also wir nehmen also diese traditionellen Mazda-Design-Elemente
und versuchen das eben mit dem aktuellen Elektrozeitalter zu verschmelzen. Und gleichzeitig hatten wir ja auch schon mal ein richtiges cooles Mazda Coupé-Modell, was allerdings damals nie gekommen war. Und ich finde, so ein bisschen die Gene von dem Auto stecken auch wieder in diesem neuen Fahrzeug drin. Also ich finde wirklich ein super schönes Fahrzeug, sowohl von hinten als auch von der vorne, als auch von der Seite. Es ist wirklich gelungen. Wir schauen uns auch mal hier so die ersten Entwürfe von innen an, wieso Mazda das eben so designt hat und was sich im Endeffekt die Entwickler oder die Designer dabei gedacht haben. Und man wollte hier eben diese sogenannte Ma-Philosophie, also ein sehr offenes Raumkonzept, wenig Ablenkung, sehr fokussiert eben auch hier darstellen. Das hat man natürlich auch geschafft, indem es wirklich extrem clean ist. Hier dann nochmal unsere Gene aus der Vergangenheit. Ich hatte es ja schon gesagt, der Mazda 6 selber wurde ja auch als Fließheck angeboten und war damals eben auch sehr beliebt, wurde aber aufgrund der Nachfrage dann nicht mehr hergestellt. Gab es dann eben nur noch Limousinen und Kombis. Und ich bin froh, dass dieses Konzept wieder eingeführt wird, weil die reinen Limousinen sind ein bisschen unpraktisch. Man kriegt einfach große Kartons relativ schlecht rein, sind nicht so familientauglich. Und deswegen ist es doch eine richtig coole Sache, dass Mazda hier mal endlich wieder ein Fließheck auf den Markt bringt. Und wenn man sich die Rückleuchten mal so ein bisschen näher anschaut, dann gibt es vielleicht einige Mazda-Fans, die auch schon einen Mazda kennen, der ganz, ganz ähnlich von hinten ausgeschaut hat. Das war der sogenannte Mazda RX-7 vom Typ nannte man ihn FD, da gab es nämlich einige. Und ihr seht schon, da gibt es tatsächlich einige, wie soll ich sagen, Übereinstimmungen von der Optik. Und ich finde sowieso die Silhouette von dem Fahrzeug schaut wirklich auch von hinten, von der Beleuchtung sehr, sehr schick aus. Und schaut mal ein bisschen näher hin, wir haben sogar einen Heckspoiler, der allerdings adaptiv ist. Sage ich euch dann nachher noch mal ein bisschen was dazu. Jetzt geht es natürlich auch so ein bisschen um die harten Fakten, um das Eingemachte. Also was hat das Auto denn eigentlich für technische Daten? Und ich beschränke mich hier jetzt mal auf das Allerwichtigste. Und beim Elektroauto ist natürlich immer die klassische Frage, ja, wie groß ist denn eigentlich der Akku? Wir bieten zwei Modelle an. Einmal ein Long-Range-Modell mit dem größtmöglichen Akku, der dann 80 Kilowattstunden, das ist also wirklich eine richtige Hausnummer. Und das normale Modell nenne ich es jetzt einfach mal mit 68,8 Kilowattstunden. Also die Long Range hat sozusagen ungefähr 20% mehr Kapazität. Vom Verbrauch her liegen wir ungefähr bei 16,6 Kilowattstunden. Da unterscheiden sich diese beiden Modelle also nur minimal. Und von der Reichweite ist natürlich immer das, was ihr auch immer wissen wollt, haben wir nach dem typischen aktuellen WLTP-Standard bei dem 68,8 Kilowattstunden Akku eine Reichweite von 479 Kilometer und bei dem Long Range dann eben 552 Kilometer, also auch hier ganz grob ungefähr 20% mehr. Ich habe euch auch nochmal den Wert von der Innenstadt eingefügt. Das ist auch vielleicht für die interessant, die wirklich auch sehr viele kurze Strecken fahren. Da ist tatsächlich so ein Elektrofahrzeug nochmal ein ganzes Stückchen effizienter, weil man einfach mehr Bremsvorgänge hat und durch diese Bremsvorgänge einfach wieder Energie gewonnen werden kann, die man natürlich auch wieder verwenden kann. Und dadurch haben wir hier teilweise doch erheblich höhere Reichweiten. Und natürlich gibt es jetzt sicherlich auch einige Zuschauer, die sagen, ja, aber im Winter habe ich ja natürlich deutlich kürzere Reichweiten. Das stimmt natürlich, aber es ist natürlich bei jedem Elektroauto der Fall. Aber ich glaube, mit 479 Kilometern Reichweite, selbst wenn ich dann jetzt 20-30% im Extremfall davon abziehe, komme ich hier doch wirklich ein ganz ordentliches Stück. Und dann kommen wir nämlich auch schon zum Thema Ladeleistung. Das heißt, wie schnell kann ich denn eigentlich diesen Akku aufladen? Und da sprechen wir von zwei Typen mit Ladefähigkeiten, die dieses Auto kann. Das ist einmal das Schnellladen, was man natürlich bei so einem Auto bevorzugen sollte, besonders wenn man eben gerade unterwegs ist, wenn es sehr schnell gehen soll. Man sagt auch DC-Laden dazu. Da haben wir bei dem etwas kleineren Akku eine sehr hohe Ladeleistung von 125 Kilowatt und bei dem größeren Long Range 90 Kilowatt. Wir sprechen dann auch nachher drüber, warum das so ist. Vielleicht ist das für einige Zuschauer von euch jetzt erstmal nicht plausibel, warum der höhere Akku, der größere Akku eine geringere Ladeleistung hat. Für zu Hause, da werdet ihr euch sicherlich dann eher um das Thema AC-Laden, also sozusagen das Laden an einer Wallbox, an einer Starkstromsteckdose zum Beispiel auch Gedanken machen. Hier haben wir ein dreiphasiges Laden mit insgesamt 11 kW. Jetzt stellt man sich natürlich die Frage, ja, wie lange braucht denn dieses Auto denn, wenn ich jetzt irgendwo unterwegs bin und an so einer Schnellladesäule stehe? Da gibt es von Mazda eine Angabe von 10 auf 80%. Das heißt also, das ist sozusagen der Sweet Spot bei dem Akku, bei dem er die höchste mögliche Ladeleistung verträgt. Da wären wir bei dem mittleren Range, also bei der Midrange nenne ich es jetzt einfach mal bei 24 Minuten und beim Long Range bei 47 Minuten, haben wir natürlich auch eine höhere Kapazität. Warum gibt man das eigentlich zwischen 10 und 80% an? Das hatte ich ja gerade schon gesagt, das ist sozusagen
die Phase, in der sich der Akku befindet, in dem er am meisten Energie aufnehmen kann. Ab 80% muss die Ladeleistung dann doch deutlich gedrosselt werden, weil es einfach nicht mehr so schnell geht, bis die Elektronen an ihrem Platz sind. Und deswegen versucht man eigentlich, wenn man lange Strecke fährt, den Akku gar nicht voll zu laden, sondern eben bis ungefähr maximal 80%. Dann schauen wir uns natürlich auch mal die Leistung des Fahrzeuges an. Beim Elektroauto spricht man ja meistens von Kilowatt. Ich habe trotzdem mal die PS noch hingeschrieben, damit man es ein bisschen im Kopf mit einem Benziner gleichsetzen kann. Wir haben also 258 zu 245 PS, also nur minimale Leistungsunterschiede. Und bei beiden Fahrzeugen das gleiche Drehmoment von 320 Newtonmeter. Und man sieht jetzt natürlich schon, dass Mazda dieses Auto jetzt nicht im High-Performance-Bereich angesiedelt hat, sondern wir wollten einfach ein Alltagsfahrzeug haben mit einer ausreichend starken Performance. Aber es mussten jetzt keine 500, 600 PS sein. Denn ich glaube, die meisten von euch, die freuen sich zwar über 600 PS, aber im Alltag braucht man doch, glaube ich, so viel Leistung gar nicht. Und die meisten, die so ein Auto in der Klasse kaufen, was hat man früher immer gekauft? Zwischen 180 und vielleicht 230 PS. Das sind 260 PS, glaube ich, schon ganz angemessen. Wir haben hier eine Höchstgeschwindigkeit abgeregelt von 175 km/h. Das ist relativ typisch für die Elektrofahrzeuge. Manche sind auch schon bei 160, manche bei 180. Hier sind es jetzt eben 175 abgeregelt. Beschleunigung schauen wir uns natürlich auch mal an. Hier haben wir auch nur sehr geringe Unterschiede zwischen den beiden Modellen, 7,6 zu 7,8 Sekunden. Ich glaube auch hier, dass Mazda nicht wirklich das volle Potenzial von diesem Elektromotor abgeschöpft hat, sondern dass hier eben bewusst die Leistungsabgabe ein bisschen reduziert wurde, um beispielsweise Antrieb, Reifen oder natürlich auch Achsgelenke ein bisschen zu schonen und dadurch natürlich auch generell die laufenden Kosten ein bisschen niedriger für euch zu halten. Schauen wir direkt mal weiter. Wir gucken uns mal ein bisschen auch das Thema Batterie an. Es gibt sicherlich einige Zuschauer unter euch, die jetzt vielleicht nicht ganz so tief in diesem Thema drinstecken, die sich aber für das Thema interessieren. Ich sagte ja schon, wir haben zwei verschiedene Akkukapazitäten in dem Fahrzeug drin. Einmal 68,8, einmal 80 Kilowattstunden. Und wir haben auch zwei verschiedene Zellentechnologien in diesem Auto drin. Die Midrange hat sogenanntes Lithium-Eisenphosphat und die 80 Kilowattstunden Version NMC-Zellen. Der Elektromotor ist im Heck verbaut, das heißt, wir haben einen klassischen Heckantrieb bei dem Fahrzeug. Und dadurch, dass wir jetzt hier auch keinerlei Kardanwelle haben, haben wir natürlich den großen Vorteil, dass man hinten im Fond sozusagen des Fahrzeuges einen sehr, sehr guten Fußraum hat, wo man sich wirklich sehr bequem auch in der Mitte reinsetzen kann. Und es ist dadurch einfach auch ein bisschen sportlicher durch den Heckantrieb, weil man da einfach ein dynamischeres Fahrverhalten hat. Jetzt schauen wir uns aber auch mal ein bisschen diese Batterietechnologie sehr grob an. Ich will euch einfach ein paar Infos geben. Man könnte da wahrscheinlich eine eigene Präsentation nur darüber führen. Ich will es also nicht zu sehr in die Tiefe machen, aber zumindest, dass ihr einen Überblick bekommt. Wie kommen denn diese Begriffe NMC oder LFP zustande? Denn das sind die Bestandteile, die in diesen Akkus stecken. Grundsätzlich sind das alles Lithium-Ionen-Akkus, die allerdings mit verschiedenen Materialien bestückt sind. NMC-Zellen bestehen im Endeffekt aus drei Komponenten, einmal Nickel, Mangan und Kobalt. Daher kommen auch diese Begriffe. NMC, das sind also die chemischen Zeichen für diese Bestandteile, und LFP im Endeffekt für Lithium-Eisenphosphat, weil F steht für Ferro, also für Eisen. Und diese beiden Zelltechnologien, fragt man sich ja, warum mischt man die jetzt hier? Warum gibt es da verschiedene Angebote? Warum nimmt man das nicht von einer Zelle? Das hat ein bisschen damit zu tun, dass jede von diesen chemischen Bestandteilen Vor- und Nachteile hat. Ich habe sie hier einfach mal wirklich sehr basic für euch gegenübergestellt, damit man so ein bisschen weiß, warum Mazda sich dazu entschieden hat. Und das Wichtigste ist natürlich für einen Autohersteller oder grundsätzlich für einen Hersteller von Elektroprodukten, wie viel Energie kann ich aus einem Kilogramm Akku herauspressen, wenn man so möchte. Und da ist eben der große Vorteil der sogenannten NMC-Zellen, die eine sehr hohe Energiedichte haben. Man sagt ungefähr 230, 250 Wattstunden pro Kilogramm, und circa nicht ganz etwas mehr als die Hälfte haben eben diese LFP-Akkus. Man kann eben sehen, dass sozusagen, wenn ihr die gleiche Energiemenge in LFP wollt, müsst ihr ungefähr fast das doppelte Gewicht rechnen. Und das ist natürlich wichtig, denn ein Auto soll natürlich auch möglichst leicht sein, denn damit hängt natürlich auch der Verbrauch zusammen. Es gibt allerdings auch natürlich ein paar Vorteile von LFP-Akkus, und das sind zum Beispiel eben die Ladezyklen. Das heißt also, hier sind diese Akkus etwas belastbarer. Man sagt, da gibt es auch wirklich ganz verschiedene Angaben, ungefähr 3.000 bis 5.000 Volladezyklen, unter perfekten Bedingungen vielleicht sogar 10.000.
Aber das sind dann ja wirklich optimale Bedingungen. Und bei NMC spricht man im Regelfall zwischen 1000 und 2000 Ladezyklen, und zwar ganz genau genommen volle Ladezyklen. Das ist auch etwas, was ihr häufiger nachfragt. Ja, wie ist denn das, wenn ich jetzt den Akku nur 30% lade und nochmal 20%? Es zählt wirklich dann am Ende des Tages der Vollladezyklus. Also ihr könnt 5 mal 20% laden oder einmal 100. Es ist dann ein Vollladezyklus. Und um schon mal die ersten Rechnereien jetzt im Kopf von euch ein bisschen aufzufangen, gehen wir mal vom schlechtesten Zustand aus, also von 1000 Vollladezyklen. Dann hätte so ein Auto mit ungefähr 400 Kilometer Reichweite, also eine Lebensdauer von etwa 400.000 Kilometern. Das überschreitet also im Normalfall auch die Lebensdauer eines normalen Benziners. Und selbst dann hätten wir immer noch ca. 75% Restkapazität des Akkus. Und danach, nach diesen 75%, lebt dann der Akku tatsächlich aber nicht mehr so lange. Das heißt, die Zyklenzahl geht dann doch, wie soll ich sagen, die Kapazität geht dann schneller runter als am Anfang. Es gibt noch weitere Unterschiede zwischen LFP und NMC. Das betrifft mal die Ladegeschwindigkeit. Und das ist eben auch der Grund, warum der große Akku mit 90 Kilowattstunden geladen wird und der kleinere mit der höheren Zahl. Deswegen habe ich dem auch 5 Sterne gegeben. Und hier ist es eben so, dass NMC-Zellen grundsätzlich eben etwas sensibler reagieren auf hohe Ladeströme und deswegen auch nicht ganz so schnell geladen werden, denn der Akku mag es eben nicht. Und man will natürlich auch, dass der möglichst lange hält. Das Thema Sicherheit ist tatsächlich auch bei LFP-Zellen bedingt durch die Komponenten etwas sicherer. Das heißt, er ist durchstichsicher, sagt man auch dazu. Jetzt habt ihr natürlich in so einem Fahrzeug, ja, ich sage jetzt schon mal so einen kleinen Safe, in dem sich diese Akkus befinden. Aber natürlich ist es trotzdem so, dass hier der LFP-Akku nochmal ein ganzes Stückchen sicherer ist, wenn es wirklich zu einem ganz schlimmen Unfall kommen würde. Bei den Kosten ist es tatsächlich so, dass LFP-Akkus 4 Sterne bekommen, weil sie eben preisgünstiger sind. Also das heißt, sie sind etwas preiswertiger in der Herstellung. Die Metalle, die da verwendet werden oder die Materialien sind grundsätzlich etwas verfügbarer, sind nicht so selten und deswegen sind natürlich auch hier die Produktionskosten etwas geringer. Jetzt interessiert euch vielleicht ja auch, wo wird dann das Ganze eigentlich eingesetzt? Nun, diese NMC-Zellen, die stecken eigentlich in den meisten Smartphones, Tablets, also alles, was irgendwie auch gewichtsintensiv ist, also sensitiv. Das heißt, ihr wollt jetzt auch nicht mit einem Smartphone rum, was sehr schwer ist, sondern soll natürlich leicht sein, aber gleichzeitig lange halten. Und deswegen nimmt man da eben diese NMC-Zellen und natürlich eben Fahrzeuge mit sehr hohen Reichweiten. Da sind die eben auch sehr häufig vertreten. Bei den LFP-Zellen geht es mehr so um stationäre Anwendungen, das heißt auch eher Industrieanwendungen. Da sind die sehr beliebt, wenn es also nicht wirklich um den Platzbedarf geht, aber auch in vielen Stromspeichern, die ein bisschen größer sind, aber natürlich auch trotzdem in E-Autos. Aber eher selten jetzt eben in Konsumerelektronik zu finden. Das jetzt mal zum Thema Batterietechnologie. Wir schauen uns weiter mal so ein paar interessante Fakten zum Auto an. Und da geht es natürlich auch um das Thema Maße. Passt da eigentlich in die Garage rein? Wie breit, wie lang, wie hoch ist das Auto? Das schauen wir uns hier mal an. Ich hoffe, ihr könnt es ganz gut sehen. Fangen wir mit der Länge an. Wir haben jetzt eine Gesamtlänge von 4,92 Meter, also schon eine ordentliche Länge bei dem Fahrzeug. Eine Breite von 1,89 ohne Spiegel und 2,15 Meter mit Spiegeln. Und wir haben 2 Kofferräume. Der hintere hat 466 Liter. Schauen wir uns aber gleich nochmal im Detail an. Eine sogenannte Trunk. Bisschen schräges Wort, das ist sozusagen der vordere Kofferraum, weil wir da keinerlei Motor mehr drin haben mit 72 Litern. Hier nochmal die Details von den Abmessungen des Kofferraums. Vielleicht gibt es jetzt schon ein paar, die sagen, Mensch, passt denn da meine Hundebox rein oder ich muss da einen Kinderwagen reinbringen. Das ist, glaube ich, jetzt für euch mal ganz interessant. Wir haben also eine Tiefe von 1,05 Meter, wenn die Sitze ganz normal hochgeklappt sind, umgeklappt dann 1,93 Meter. Da könnte man sich also schon doch recht bequem ins Auto fast schon reinlegen und eine Breite von knapp 96 Zentimetern. Die Höhe innen ist dann mit 62 Zentimetern angegeben. Hier nochmal auf der rechten Seite auch die Volumina, die hier natürlich nach einer gewissen Norm gemessen werden. Das sind so kleine Quader, die dann eingefüllt werden. Das heißt, mit umgeklappter Rückbank haben wir dann knapp um die 1000 Liter, die wir dann einfüllen können. Hier auch mal ganz wichtig das Thema Lackierungen. Da sind natürlich sehr viele Farben dabei, die wir bei Mazda schon kennen. Und eben das Melting Copper wird jetzt auch hier mit hinzugefügt. Was ich auch sehr schick finde, ist das Thema Aero Grey. Das ist ja jetzt hier auch so ein matter Ton, finde ich richtig klasse. Auf dem Auto wird toll ausschauen. Ich habe auch schon ein paar Bilder gesehen. Und natürlich die typischen Farben, was auch wieder ins Programm reingekommen ist, ist das Farbe Polymetal Grey.
Die ist tatsächlich bei einigen Modellen rausgefallen, passt aber zu so einer sportlichen Silhouette auf jeden Fall wieder sehr gut. Besonderheit hier ist auch nochmal, dass wir auch immer einen Farbton haben, der komplett kostenlos ist. Und Mazda hat sich da nicht lumpen lassen und hat hier den sogenannten Crystal White Pearl genommen. Pearl kommt daher, weil es wirklich eine Perleffekt-Lackierung ist mit einem super schönen Glanz, also nicht einfach nur ein stupides Weiß Uni, wie es bei vielen Autoherstellern der Fall ist, sondern ein richtig edler Farbton. Ich glaube, das wird bei euch auch ziemlich beliebt sein, weil es eben auch im Elektroautobereich sehr begehrt ist, ein weißes Auto zu fahren und sich natürlich auch im Sommer nicht ganz so warm aufhetzen tut. Jetzt geht es natürlich auch so ein bisschen um die Details. Ich nenne es jetzt mal Features. Für mich sind das eben so die wichtigsten Highlights, die mir eben so auffallen. Es sind auch meistens so Unterscheidungsmerkmale gegenüber aktuellen Modellen. Und ich hatte ja auch gerade schon so ein bisschen um das Thema Frunk, also unseren vorderen Kofferraum gesprochen, der hier eben dann auch entriegelt werden kann. Da gibt es dann auch im Zubehör später so ein Körbchen, wo man reintun kann. Da passt also noch ordentlich was rein. Viele werden es vielleicht auch einfach dann dafür verwenden, zum Beispiel wenn man irgendwelche Sportschuhe hat oder irgendwas, was ein bisschen dreckiger ist, dann kann man das vorne ganz gut reintun. Das ist dann durch diese Kunststoffumwandlungen auch sehr gut geschützt. Wir haben diese durchgehenden Rückleuchten, die momentan tatsächlich so ein kleiner Trend sind auf dem Markt. Wir haben unsere elektrische Heckklappe als Fließheck-Variante. Weiter geht es mit den rahmenlosen Fenstern und den flächenbündigen Türgriffen. Vielleicht habt ihr das vorhin im Foto schon gesehen. Die Türgriffe sind also kaum zu erkennen, sind in der Karosserie in der Tür integriert. Und die Besonderheit ist hier, wenn ihr euch also mit dem Schlüssel am Fahrzeug nähert, werden automatisch die Türgriffe aufpoppen, sodass ihr das also nicht mit dem Finger irgendwie reinpopeln müsst, sondern ihr könnt da also schön reingreifen und die Türen öffnen. Ganz, ganz angenehm. Dann die rahmenlosen Fenster sind natürlich ein bisschen aus der Coupé-Zeit von Mazda. Das heißt, hier schaut das einfach ein bisschen schicker aus. Wenn man die Türen aufmacht, dann hat man eben nur die Fensterscheibe und keinen Rahmen mehr. Eine weitere Besonderheit ist das Mazda-Logo vorne und auch die Silhouette, sozusagen der Wing, der beleuchtet ist, wenn ihr das Fahrzeug eben aufmacht oder schließt. Und gleichzeitig natürlich auch beim Laden wird es dann so eine Art Ladeanimation geben, was sicherlich ein kleines Highlight ist, wenn man an dem Auto vorbeiläuft. Und standardmäßig ist das Auto auch mit 19 Zoll Rädern mit 245er Bereifung ausgestattet. Da gibt es sicherlich auch einige Autohersteller, die da eben schon mit 18 Zoll anfangen. Und wir haben einfach schon mal die nächstgrößere Stufe genommen, damit das Auto auch wirklich so sportlich aussieht, wie es aussehen sollte. Weitere Features, ich hatte es ja gerade schon gesagt, der beleuchtete Signature Wing, da steht es dann nochmal. Wir haben unseren elektrischen Heckspoiler, den kann man in verschiedenen Modi verwenden. Einmal in dem Automatikmodus ist es dann, wenn man, ich glaube, über 90 km/h fährt, geht es automatisch hoch. Oder natürlich, ihr könnt auch das Knöpfchen drücken, dann geht er hoch. Oder wenn ihr im Sportmodus fahrt, dann ist er dauerhaft oben. Also solche Spielereien könnt ihr dann treiben. Und dann haben wir natürlich unsere Ambiente-Beleuchtung hier jetzt in 64 Farben einstellbar. Und es soll auch die Möglichkeit geben, hier Farbwechsel oder sowas, oder so eine Art Pulsbeleuchtung einstellen zu können. Weitere Details fehlen mir da im Moment, aber möglich soll es auf jeden Fall sein. Dann hatte ich euch ja schon das Interieur gezeigt. Es ist natürlich im Moment, ich würde sagen, das modernste Interieur, was Mazda im Programm hat. Und ich finde, es ist wirklich sehr, sehr schick und clean. Das Panoramadach hatten wir auch schon besprochen. Zieht sich diesmal über die komplette Fläche, nicht wie wir das von anderen Fahrzeugen gewöhnt sind, vielleicht nur über ungefähr 3/4 des Dachs, also wirklich auch ein richtig großes, lichtdurchflutetes Panoramadach. Und neu dazugekommen sind auch die induktive Ladeschale, die sich auch kühlen lässt, denn das ist tatsächlich immer so ein Thema. Wenn man eben die induktive Ladeschale nutzt, dann wird das Smartphone meistens durch die Technologie oder durch irgendwelche verbauten Kameras, die im Endeffekt eine gewisse Distanz zur Ladeschale herstellen, dann relativ warm und durch das Kühlen kann man dem wieder entgegenwirken. Wir schauen uns jetzt nochmal die Displays ein bisschen im Detail an. Wir haben das große Mitteldisplay mit Touch-Funktion. Das hat eine Größe von 14,6 Zoll in der Diagonale und auf dem Bild vielleicht nicht ganz so gut erkennen am Tacho. Also ich nenne es ihn einfach mal Tacho, ist natürlich auch nochmal ein großes Display mit 10,2 Zoll. Und ganz genau genommen haben wir auch nochmal ein Head-Up-Display. Das befindet sich also im Armaturenbrett und spiegelt dann seine Darstellung in die Scheibe rein. Und das erzeugt eine Größe von etwa 50 Zoll auf die Straße. Also es wirkt für euch wie 50 Zoll. Wir haben natürlich auch ein richtig cooles Soundsystem im Fahrzeug. Bisher hatte Mazda ja die Kooperation mit Bose, nun ist es also Sony geworden. Die sind allerdings auch für richtig coolen Klang im Fahrzeug bekannt. Subwoofer wird sich weiterhin dann im Kofferraum befinden. 14 Lautsprecher wird es insgesamt geben. Also ich glaube, da macht es richtig Laune, auch mal ein bisschen lauter Musik zu hören. Und natürlich die bekannten Konnektivitätssachen, wie wir es auch von anderen Modellen können, wie Wireless Apple CarPlay, Android Auto und sogenannte Connected Services. Das heißt, dass ihr also direkt vom Smartphone auf euer Fahrzeug zugreifen könnt, gibt es natürlich bei diesem Auto auch.
Ein kleines Highlight sind auch sogenannte intelligente Fahrzeugmodi und man könnte auch vereinfacht dazu sagen, das sind so Favoritenautomatisierungen, die durch einfaches Drücken des Modus das Auto voreinstellen. So ganz klassisch wäre zum Beispiel, ihr habt vielleicht noch einen Hund im Auto und ihr wollt eben ganz kurz das Fahrzeug verlassen, dann drückt ihr einfach auf Leaving Mode, dann wird das Auto eben gekühlt oder ihr habt vielleicht Lebensmittel im Auto, die verderben können oder zerschmelzen können und es wird sogar noch eine Mitteilung im Display eben geben, Fahrer ist gleich wieder zurück, sodass jeder, der vorbeigeht und den Hund sieht, dann auch weiß, okay, das ist also alles okay, dem geht es da drinnen richtig gut. Gibt es so einen Rest-Mode, dann wird eben die Beleuchtung abgeschaltet, der Sitz in eine bequeme Position gefahren. Es gibt auch nämlich noch den Car-Wash-Mode, da wird dann der automatische Scheibenwischer abgeschaltet, dann wird der Heckspoiler eingeklappt, dass man den noch ja nicht vergisst und noch ein paar andere Sachen. Also einfach ein bisschen Erleichterungen für den Alltag, finde ich eine richtig coole Sache. Könnt ihr euch ja hier in Ruhe mal durchlesen. Hier nochmal ein paar mehr Details zu diesen Displays. Das wird euch vielleicht auch nochmal interessieren. Wir schauen uns als allererstes mal das große Display an. Ihr seht schon, wir haben also hier in dem Fahrzeug keinerlei haptische Drehtasten mehr, sondern es wird also sehr viel über das Display gesteuert werden. Da gibt es dann auch so eine Art Favoritenleiste, wo man sich selber ein bisschen was konfigurieren kann. Das heißt, ihr steuert also hier über das Hauptdisplay mal eure Klimaanlage, Navigation, Einstellung, Ambiente und so weiter. Und ich sagte ja schon, diese Shortcuts, die sind also individuell belegbar. Dann haben wir dieses große Display, das sind eben also Sachen wie Fahrzeugzustand, klassische Geschwindigkeitsassistenzsysteme und so weiter und so fort. Das kann man natürlich dann auch eben verschieden einstellen. Ihr seht hier schon auch Reifendruck und so weiter, ein Navigationssystem erstmalig dann auch hier in diesem Display mit dabei. Und hier dann auch mal das Head-Up-Display, auch erstmalig mit animierten Pfeilen, auch individuell konfigurierbar, was es bisher eben in dieser Form noch nicht gegeben hat. Neu hinzugekommen ist auch eine Gestenkontrolle oder Spracherkennung. Spracherkennung kennen wir natürlich schon, die ist jetzt nochmal deutlich überarbeitet worden, auch in verschiedensten Sprachen. Lässt sich wirklich alles mit steuern über Fenster, Klimaanlage, Sitzverstellung, TÜV-Regelung, alles auch Funktionen, die bisher nicht möglich waren, gehen jetzt. Und zusätzlich eben diese Gestenkontrolle, das heißt also, ihr könnt beispielsweise ja, vordefinierte Gesten zeigen in die Kamera, in die Innenkamera und dann wird das Auto eben beispielsweise ein Foto machen oder einen Song pausieren. Ein nettes Gimmick, glaube ich. Ich glaube, ich würde einfach dann irgendwo auf Play oder auf Stopp drücken, aber prinzipiell wäre das möglich. Da gibt es sicherlich einige Zuschauer unter euch oder zumindest die Kinder, die im Auto sitzen, die an sowas Spaß haben werden. Ich hatte es ja vorhin auch schon angedeutet, Konnektivitätsdienste, also es wird eine eigene Mazda 6e App geben, denn eine weitere Besonderheit von diesem Fahrzeug ist, dass ihr nicht nur einen Schlüssel bekommt, sondern ihr könnt natürlich auch jetzt bei diesem neuen Auto euer Smartphone als Schlüssel benutzen und auch andere Fahrer zeitweise eben einladen und sagt, Mensch, könntest du mir das Auto dahin fahren, du wärst eine große Hilfe, dann könntet ihr sozusagen das einfach durch Weiterleiten der Funktion weitergeben, ohne dass man den Schlüssel physisch übergeben muss. Aber natürlich könnt ihr das Auto eben auch steuern von der Vorklimatisierung. Ihr habt alle Informationen auf einen Blick, sei es Akkuzustand, Reichweite etc. pp. Es wird auch einen neuen Schlüssel geben bei diesem Fahrzeug. Richtig schick gemacht, finde ich persönlich. Erinnert mich ein bisschen irgendwie an Jaguar, aber ich finde es auf jeden Fall gelungen. Gibt jetzt hier eben 4 Tasten drauf, öffnen, schließen, dann die Heckklappe und nochmal irgendwo eine Art Alarmanlage oder irgendeinen Warnton, der dagegen ist. Dieses Symbol hatte ich bisher noch bei keinem Mazda. Müssen wir uns mal anschauen, wofür der dann steht. Hier seht ihr schon mal die Ladeanimation bei diesem Fahrzeug und es betrifft nicht nur die vordere Ansicht, sondern auch die hintere Ansicht. Man kann tatsächlich dann auch an der Ladeanimation sehen, wie voll der Akku ist. Und da wird es sicherlich einige Fußgänger geben, die dann so ganz baff stehen bleiben. Das schaut dann wahrscheinlich so ein bisschen Knight Rider-mäßig aus in dem Moment. Also freue ich mich auch richtig drauf und ich finde, das schaut richtig schick aus. Kommen wir nun zu den Ausstattungslinien hier bei diesem Mazda 6e und heute habe ich tatsächlich mal einen richtig leichten Job. Normalerweise muss ich bei allen Modellen immer so 5, 6 Ausstattungslinien durchdeklinieren und Mazda hat es einfach gemacht, es gibt genau 2. Eigentlich haben fast alle Ausstattungslinien Vollausstattung, sie unterscheiden sich nur so ein bisschen durch die Farben und im Detail ganz geringfügig, aber das schauen wir uns jetzt hier mal als nächstes an. Wir steigen ein bei der Ausstattungslinie Takumi, das ist bisher schon unsere höchste Linie gewesen. Und diese Linie, die gibt es in 2 Farben. Einmal mit dem etwas helleren, mit dem weißen Interieur, also ein Mix aus weiß und schwarz. Für alle, die es ein bisschen heller, ein bisschen loftiger haben wollen und natürlich ganz klassisch, sehr sportlich, ein schwarzes Interieur. Und ja, ich sage es gleich dazu, wir haben einen schwarzen Dachrimmel. Wir gucken uns das Schwarze mal ein bisschen näher an. Wir haben schwarzes PU-Leder, also veganes Leder. Schwarzer Dachrimmel sagte ich gerade schon, auch hier so schwarze Sitze mit weißer Naht. Also das ist sozusagen ein bisschen abgesteppt, schaut sicherlich sehr, sehr schön aus. Und jetzt schauen wir uns mal das Helle an. Ihr seht schon die Mittelarmlehne,
Ist also auch hier hell gestaltet. Die Armlehnen oder die Armablagen an den Türen sind hell und die Sitze sind hell. Und auch der helle Dachhimmel ist dazu. Und das wirkt natürlich dann einfach nochmal ein bisschen offener, ein bisschen heller, freundlicher. Gibt es sicherlich auch einige Kunden, die das mögen. Dann kommen wir nun zur höchsten Linie, also neu eingeführt sozusagen Takumi Plus, wenn man so möchte. Das gab es also auch schon bei anderen SUVs von Mazda. Und hier geht man jetzt einen komplett neuen Weg von der Innenausstattung, also beziehungsweise eher von der Farbgestaltung. Wir haben schon ganz viele Zuschauer gehabt, die gesagt haben, Mensch, können wir nicht endlich mal die Farben aus Amerika, aus China, aus Japan bekommen? Und die haben eben sehr viel diesen typischen Cognac-Farbton oder auch Terrakotta oder wie auch immer man das nennen mag. Also ein sehr schönes, warmes Braun, nicht so ein typisches Braun. Und da hat Mazda jetzt gesagt, komm, das packen wir, das versuchen wir jetzt mal hier in Deutschland einzuführen. Ich glaube, das wird ein richtiger Verkaufsschlager. Und ihr seht schon, wir haben jetzt hier eben kein veganes Leder, sondern eben richtiges Nappa-Leder. Das ist also ein besonders feines und edles Leder. Und auch ein etwas anderes Panoramadach. Das schauen wir uns aber gleich nochmal im Detail an. Also hier nochmal eben diese hellbraunen Nappa-Ledersitze. Das ist allerdings eine Kombination. Das heißt also die Rückenflächen, die sind dann aus einer Art Velour-Kombination, also ein bisschen feiner vom Material ist. Man hat es vielleicht vorhin auf dem Bild gesehen, auch an der Seite haben wir dieses Velour, dass es einfach ein bisschen edler, ein bisschen matter ausschaut, hat eine gewisse Struktur. Und auch am Lenkrad haben wir dann eben zweifarbiges Leder und einen schwarzen Dachhimmel. Also das wird, glaube ich, mein absoluter Favorit. Schaut bestimmt richtig hammermäßig aus. Hier sieht man nochmal im Vergleich die beiden Panoramadächer. Also Takumi hat also ein durchgehendes, riesiges Panoramadach und der Takumi Plus hat dann das Sonnenrollo integriert in der Mitte, was man eben dann elektrisch zufahren kann, wenn man es nicht mag. Beide Panoramadächer haben natürlich eine UV-Schutz, sodass also die Sonneneinstrahlung nicht so massiv ist. Sie sind leicht getönt, aber auch für das große Panoramadach gäbe es dann im Zubehör, wenn man merkt, es ist doch ein bisschen viel, gibt es noch eine Abdeckung, die man integrieren kann, dann allerdings nicht elektrisch, sondern eben mit der Hand. Aber die meisten Fahrzeuge, die so auf dem Markt sind, die im Elektrobereich sind, haben tatsächlich auch Panoramadächer ohne irgendwelche Abschottungen und die Kunden, die kommen ja auch ganz gut klar. Jetzt schauen wir uns das nochmal im Vergleich an, so einfach wie es ist. Wir müssen natürlich auch mal so ein bisschen über Preise reden und da muss man dazu sagen, hat Mazda hier wirklich einen richtig attraktiven Preis rausgehauen. Es gibt sowohl zwischen den beiden Linien nur sehr geringe Preisunterschiede, die sich einfach aufgrund des Leders erklären und selbst die Long-Range-Version ist also auch nur geringfügig teurer. Das heißt, wir reden über einen Einstiegspreis von 44.900 € beim Takumi, über 46.900, also genau 2.000 € mehr für den Takumi Plus. Und natürlich, wenn ihr sagt, ihr wollt also Long Range, dann seid ihr hier ungefähr bei 1.500 € mehr. Das ist sicherlich für die interessant, die beispielsweise eben wirklich genau dieses Quäntchen mehr an Reichweite haben wollen oder aber sagen, ihnen ist die Ladeleistung gar nicht so wichtig. Sie wollen einfach immer so wenig wie möglich laden und machen das meistens zu Hause. Dann ist so ein Long Range sicherlich auch eine tolle Auswahl, weil man dadurch natürlich auch, wenn man in Urlaub fährt, einfach sehr große Distanzen ohne Laden fahren kann. Die Ledersachen hatte ich euch ja gerade schon erklärt. Das haben wir euch hier nochmal so ein bisschen mit Haken dargestellt und von den Farben eben die Besonderheit, dass dieses Perlweiß Metallic kostenlos ist. Ansonsten die Metallic-Lackierung, die Standardfarben sind 850 €. Polymetal und Meshing Grey sind etwas aufwendiger, die kosten 1.050 € und unser Magma Rot Soul Red Crystal 1.200 €. Kommen wir nun zum Thema Zubehör und Lieferzeiten. Und wenn wir über Zubehör reden, dann gibt es eigentlich nur ein Zubehör, das am allermeisten nachgefragt wird. Das ist die Anhängerkupplung. Leider ist es so, dass eben Elektrofahrzeug und Anhängerkupplung, das passt irgendwie nicht so richtig zusammen. Da gibt es also einige Hersteller auf dem Markt, die eben gar keine Anhängerkupplung anbieten oder vielleicht maximal für einen Fahrradträger. Und dann gibt es nur ganz wenige, die eine Anhängerkupplung anbieten, wo man auch einen Hänger hinten dran hängen kann. Dann allerdings meistens mit homöopathischen Anhängerlasten, die man eigentlich nicht wirklich gebrauchen kann. Mazda hat es aber nun geschafft, hier 1.500 Kilogramm Anhängerlast euch zur Verfügung zu stellen. Das ist mal richtig eine Hausnummer für so ein Fahrzeug. Das heißt, ihr könnt hier auch locker mal einen Wohnwagen hinten dran ziehen oder natürlich auch einen richtig großen Gartenanhänger oder sonst irgendwas. Diese Anhängerkupplung wird übrigens voll elektrisch sein. Das ist also auch ein Novum bei uns. Bisher gab es nur teilelektrische. Da musste man mit dem Fuß noch ein bisschen nachhelfen, dass die einrastet. Jetzt also nur Knöpfchen drücken und das Ganze funktioniert voll elektrisch, ohne sich die Füße oder die Hände schmutzig zu machen. Wir hatten auch schon über dieses faltbare Sonnenblendteil gesprochen, was ihr für das Panoramadach gebrauchen könntet. Das gibt es natürlich. Wir haben diesen Frank-Einsatz, den ich super praktisch finde, wo man dann mit Griffen einfach das rausholen kann. Da muss man sich nicht so bücken. Sicherlich ein nettes Extra, das sehr häufig verkauft werden wird. Und natürlich haben wir auch die Klassiker wie natürlich irgendwie beleuchtete Einstiegsblenden,
Textilmatten, Gummimatten und was ihr alles wollt. Das gibt es auf jeden Fall auch im Zubehör und natürlich genauso wie auch ein paar schicke Winterfelgen, wenn ihr dann eben auch Winterreifen auf dem Auto haben wollt. Ja, und dann sprechen wir natürlich auch mal über das Thema Lieferzeiten. Offiziell ist das Auto übrigens jetzt noch nicht zur Probefahrt bereit. Also ich kenne schon die ersten Kommentare, die jetzt bald kommen werden. Ja, wo kann ich denn das Auto Probe fahren? Da müsst ihr euch leider noch ein bisschen gedulden. So ganz grob werden wahrscheinlich die allerersten Autos circa Ende des Sommers kommen zu den Händlern. Ganz genau kann ich es im Moment noch nicht sagen, aber peilt mal so August, September, Oktober in diesem Dreh ein. Und wenn ihr jetzt aber schon wollt, so könnt ihr euer Auto schon mal vorbestellen, denn wir haben im Moment tatsächlich zwischen 5 und 7 Monaten Lieferzeiten, mindestens, muss ich eigentlich schon dazu sagen. Und ich glaube, wenn dieses Auto auf den Markt kommt und das ein paar Probegefahren gesehen haben, dann wird die Lieferzeit hier nochmal hochgehen. Also wenn ihr zum Beispiel erst in einem Jahr irgendwie einen Leasingrückläufer habt, dann vielleicht jetzt schon mal mit einem Mazda-Händler quatschen, sich ein Angebot machen lassen und dann gar nicht so lange rumfackeln, bis man sich dann eben nicht ärgern muss, dass man es ja nicht mehr rechtzeitig bekommt. Ansonsten gibt es jetzt vielleicht auch einige Zuschauer unter euch, die sagen, ja Mensch, der schaut ja richtig schick aus, aber ich bin eher so der SUV-Typ, ich möchte eher ein bisschen höher, ein bisschen bequemer sitzen. Da habe ich etwas für euch, allerdings nicht in diesem Video, denn wir werden euch demnächst nochmal ein Video präsentieren. Mazda hat fast das gleiche Auto nochmal als SUV mit einer richtig scharfen Optik vorbereitet. Das wird auch in Deutschland kommen mit hoher Wahrscheinlichkeit, aber dazu sage ich euch dann beim nächsten Video mehr. Und damit ihr dieses Video nicht verpasst, denkt dran, unseren Kanal zu abonnieren, drückt die Glocke, dann kriegt ihr immer eine Info, wenn wir ein neues Video hochgeladen haben und vergesst nicht, unser Video hier zu liken, wenn es euch gefallen hat. Und wenn ihr Fragen habt, gibt es wie immer in die Kommentare rein, versuchen wir natürlich immer so schnell wie möglich zu beantworten. Und natürlich nicht vergessen, bedanke ich mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns wieder beim nächsten Video.